Europa, ein Kontinent im Wandel. Ob innereuropäischer Zusammenhalt, Klimawandel oder digitale Transformation. Europa steht vor vielen Herausforderungen. Doch Europa bedeutet auch Vielfalt und Gemeinschaft, das Überwinden von Grenzen und Konflikten, Vernetzung im ökonomischen wie gesellschaftlichen Sinne. Und weil wir uns dem europäischen Gedanken verpflichtet fühlen, wollen wir diesem auf den Grund gehen und haben dazu unsere Mission Europe ins Leben gerufen. Auf unserer Reise über den Kontinent treffen wir Menschen, die Europa wie wir als Chance begreifen und mit ihren Organisationen und Initiativen gestalten und fördern. In dieser Videoreihe dokumentieren wir unsere Begegnungen. Also machen wir uns auf den Weg. Unsere erste Folge führt uns nach Österreich in die Steiermark. Zu Nice Shops, einem echten Hidden Champion und europäischen Unternehmen. 2007, eher atypisch für ein Startup auf dem Land gegründet, vertreibt Nice Shops über diverse Portale gut 150.000 Produkte weltweit. Wir wollten mehr erfahren über einen Unternehmer, der statt Wien, Graz oder Berlin eben diese Region gewählt hat, um sein mittlerweile erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, und treffen den Gründer und CEO von Nice Shops, Roland Fink. Wir haben Roland Fink gebeten, uns an einem Ort zu treffen, der für ihn untrennbar mit Europa verbunden ist. Roland, grüß dich. Servus. Wo sind wir hier? Wir sind jetzt da im Herzen der Südoststeiermark. Das Spannende an dem Ausblick, den ihr da habt, ist, dass wir da nach Ungarn schauen und da nach Slowenien schauen. Und das ist eigentlich schon ein bisschen so die Geburtsstunde des Unternehmens, das ich gemacht habe. Nice Shops, dein Unternehmen, hier aus der Region. Wir reden heute ein bisschen über das Europa der Regionen. Vor uns eine Burg. Was ist das? Was ist das für eine Burg? Ja, das ist die Regensburg. Über 800 Jahre steht sie schon so da. Eine der wenigen Festungen, wenn nicht die einzige, in Österreich definitiv, die nicht erobert wurde von den Türken. Wir haben ja mit den Türken einige Themen gehabt in Österreich. Aber Sie haben den Kaffee gebracht. Aber sie haben den Kaffee gebracht, ja, der ist auch für mich jetzt da ganz wichtig. Ja. Und Heimat für mich. Ja. Also ich komme aus der Region, war dann zeitlang in Graz, in Wien und in München und bin dann zurück und habe mir gedacht, eigentlich ein guter Ort, ein Startup zu machen. Und das Startup ist mittlerweile 13 Jahre alt. Die Nice Shops GmbH, ein österreichisches E-Commerce-Unternehmen mit Hauptsitz im steirischen Saaz und weiteren Standorten in Graz und Wien. Mit rund 370 Mitarbeitenden entwickelt Nice Shops Online-Shops in verschiedenen Produktsegmenten oder übernimmt E-Commerce und Logistik-Services für eigenständige Händler. Nach eigenen Angaben werden so täglich bis zu 20.000 Pakete international verschickt. In der Region mittlerweile einer der Big Player ist das Unternehmen seit der Gründung kontinuierlich gewachsen und hat sein Markenportfolio peu à peu ausgebaut. Wie kommt es, dass man ein relativ großes E-Commerce-Unternehmen in die tiefe Provinz setzt und dann das aber auf 150 Millionen Umsatz hochschaukelt und in ganz Europa Geschäft macht? Ich glaube, dass diese Region sogar einer der Treiber war. Ja? Warum war es einer der Treiber? Weil für mich am Anfang entscheidend war, zu internationalisieren. Und wenn man in so einer Region ist, wo du gleich um die Grenze Ungarn hast, du hast Slowenien, dann baust du ja Bekanntschaften auf. Ja? Und diese Bekanntschaften habe ich gehabt. Und einer der ersten internationalen Online-Shops außerhalb Österreichs war dann Slowenien tatsächlich. Und dann eben Ungarn, Italien. Dieses Grenzgebiet, auch diese Nähe zu anderen europäischen Staaten, auch zu einer anderen Kultur, zu einer anderen Sprache, ist das was in der DNA ist? Ist das was auch beim letzten Lageristen noch angekommen ist, dass er weiß, eigentlich ist Europa und das Europa der Regionen, das ist eigentlich unser Arbeitgeber? Es ist bei ganz vielen angekommen.
Wir sind da in einer Region, die natürlich massiv strukturschwach war, aufgrund der Grenzsituation. Also du hast ja nicht viele Geschäfte mit Ungarn oder Slowenien machen konnten vor 20, 30 Jahren. Das heißt, du warst eigentlich in einer kompletten Grenzsituation, wo du dich nicht viel bewegen hast können. Und Europa hat eins gemacht, er hat diese Grenzsituation komplett aufgelöst. Ja, aus dem Zonenrandgebiet wurdest du auf einmal zum Zentrum. Genau, das hat sich massiv geändert für alle Seiten. Ja, und das ist natürlich eine Stärke, die da sich entwickelt hat und tatsächlich so weit schon ist, dass man mittlerweile von einer guten Erfolgsstory reden kann. Also wo eine Region sich einfach aus diesem Rand heraus entwickeln konnte. Und das natürlich mit Hilfe Europas oder der Europäischen Union, keine Frage. Grenzen auflösen, starre Strukturen aufbrechen, Verantwortung übernehmen. Nice Shops ist stolz auf seine Kultur. Fairplay und Wertschätzung werden großgeschrieben. Und vor allem Nachhaltigkeit und ein echtes Miteinander wirken für Roland Fink unmittelbar auf den Unternehmenserfolg ein. Ihr seid ja ein unheimlich grünes Unternehmen, redet aber eigentlich gar nicht drüber. Also ist das sozusagen eine Notwendigkeit oder ist es Ideologie oder ist es Konzept und tragen es die Mitarbeiter mit? Also für mich ist es eine unwiderrufliche Tatsache, dass wir auf ein Riesenproblem zuwandern, wo ein Thema, ich will es jetzt wirklich nicht schmälern, aber wo ein Thema wie Kriege Kleinigkeiten dazu sind. Also du hast unser Unternehmen gesehen, es sind natürlich sehr viele junge Menschen, die dort arbeiten und viele von diesen Menschen arbeiten auch deswegen dort, weil sich das Unternehmen Gedanken macht, wie es denn weitergeht. Jetzt abseits von Profitabilität, sondern wie geht es mit unserer Gesellschaft weiter, wie geht es mit unserer Umwelt weiter, wie geht es mit uns selbst weiter, die wir wo arbeiten, wie stellen wir uns das vor. Offensichtlich gibt es einen inneren Wunsch, es anders zu machen, ja? Anders mit Menschen umzugehen, auf Augenhöhe miteinander zu reden, wertschätzend zu sein. Und die Themen sind in uns verankert. Und ich glaube, dass das wirtschaftlich ein massiver Vorteil ist. Und dieser Balanceakt zwischen Sinnstiftung und Expansion hat sich bewährt. Das kontinuierliche Wachstum in den letzten 10 Jahren belegt das eindrucksvoll. Die Auswirkungen von Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation haben Nice Shops aktuell gezwungen, den Gürtel enger zu schnallen. Im Zuge des notwendigen Restrukturierungsprozesses musste man sich Anfang 2024 auch von Mitarbeitenden trennen. Ein menschlich schmerzvoller Prozess, wie sich Roland Fink dazu auf LinkedIn äußerte. Denn eines steht fest: Auch wenn die wirtschaftlichen Bedingungen Sparmaßnahmen verlangen, bleiben Nachhaltigkeit und Wertschätzung weiterhin zentrale Anliegen für Nice Shops. Hast du Verständnis für die sich auf die Straße picken, wie man hier in Österreich sagen würde? Ich würde es wahrscheinlich anders machen, aber ich bin sicher nicht jemand, der es verurteilt, weil es einfach so wenig passiert in der Politik. Ich meine, die Politik tut viel und davon profitieren wir auch, Dinge zu regulieren. Und viel zu viel. Aber sie schiebt nicht an. Sie schiebt nicht an. Ja, wir haben keine Lösung für das Riesenthema, das auf uns zukommt mit der KI. Wir haben in Europa keine Lösung, keine wirklichen Ideen. Künstliche Intelligenz. Neben den Konflikten der Welt das alles beherrschende Thema. Doch einmal mehr werden die Innovationen nicht von europäischen Unternehmen vorangetrieben. Die USA haben die Nase vorn. Mit dem AI Act der Europäischen Kommission ist zumindest in Sachen Regulierung ein Anfang gemacht. Denn Regulierung, ja, die kann Europa. Aber bietet Europa auch Raum für Innovation? Wie viel Regulierung verträgt innovatives Unternehmertum überhaupt? Roland Fink zieht hier Parallelen zum E-Commerce. 90% deines Geschäftes ist Auslandsgeschäft, ist grenzüberschreitend, ist innereuropäisches Geschäft. Da gibt es ja unglaublich viele Regularien. Das eigentliche Ironische an der Europäischen Union und am europäischen Handel, wir haben eine Situation, die heißt freier Warenverkehr, aber verbunden ist mit massiv vielen Regularien.
Wie kannst du das abbilden, vor allem bei diesen Sortimenten? Das sind jetzt, glaube ich, 150.000 unterschiedliche Produkte, die hier lagern. Und da geht es natürlich in Richtung Prozessierung, Automatisierung. Das heißt, ich muss bei jedem Produkt hinterlegen, welche Regularien für welches Land gelten. Und das muss ich natürlich automatisiert abbilden, weil sonst ist es nicht möglich. Die Europäische Union hat ja jetzt gesagt, wir haben eine Idee, den ökologischen Wandel zu befeuern. Wir könnten uns vorstellen, die Steuersätze überhaupt dynamisch anzupassen. Das heißt zu sagen, Produkte, die ökologisch nachhaltig sind, die haben einen niedrigeren Steuersatz als solche, die eben, sagen wir, unsere Umwelt schaden und nicht nachhaltig sind. Wie soll das eigentlich überhaupt ein Händler noch schaffen, wenn er es nicht prozessual abbildet? Ja, wenn wir als Gesellschaft oder Politik nicht schnell einschreiten, wird es, glaube ich, immer weniger Startups in dem Sektor geben, weil es einfach, wie du sagst, nicht abbildbar ist. Ja, das ist Tatsache. Und wenn man das verhindern will oder wenn man will, dass es nach wie vor Gründungen geben soll im E-Commerce, die eine europäische Ausrichtung haben, dann braucht es entweder die Prozesse, Automatisierung, die auch leistbar sind. Das heißt, ich brauche Datenquellen, die mir sagen, wie mache ich es richtig. Ja? Also ich brauche dann dementsprechende Unterstützung. Oder ich muss an den Regulativen was ändern. Aus Roland Finks Appell spricht die jahrelange Erfahrung als Unternehmer und Gründer. Gerade für Unternehmen, die wachsen wollen, erscheint Brüssel oft als weitere Hürde auf dem Weg zum Erfolg. Nice Shops mit seiner komplexen Produktpalette zeigt, dass es funktionieren kann. Wie schafft man es, aus einem kleinen Geschäft ein skalierendes, großes Geschäft zu machen? Das erste Thema war, dass das Paket tatsächlich beim Kunden ankommt und dass der Prozess funktioniert. Das ist so eine Grundaufgabe, die noch immer nicht ganz klar ist. Das zweite Thema war Internationalisierung. Das heißt Skalierung über die Internationalisierung und nicht über Geldmittel im Sinne von Marketing, sondern wir haben einfach dann, dritter Punkt, billig Kunden gekauft, egal wo in Europa. Ja? Es war nur wichtig, was die Zahlen sagen. Das vierte war, bin ich ziemlich davon überzeugt, dass wir sehr schnell eingesehen haben, dass Übersetzung, klassische, nicht reicht, sondern dass du Menschen brauchst, die die Sprache wirklich leben, also Native Speaker einzusetzen in dem ganzen Internationalisierungsprozess. Und das fünfte und das, was uns immer und bis heute begleitet, sind Prozessthemen. Kannst du automatisieren und kannst du vor allem auch das Richtige automatisieren. Prozesse und Automatisierung. Begriffe, die in unserem Gespräch immer wieder fallen. Als ganz praktisches Beispiel stellt er uns einen selbstentwickelten und mittlerweile patentierten Karton vor, der ohne Klebeband auskommt. Auch bei einer Rücksendung. Ja, einerseits wollten wir uns das Plastik sparen und andererseits wollten wir die Zeit sparen zum Verkleben. Ja. Also wir wollten den Prozess auch effizienter machen. Und die Idee kam tatsächlich direkt aus der Logistik, also aus den Kolleginnen und Kollegen, die täglich die Pakete machen. Ja, haben sich das Thema angeschaut, haben sich zusammengesetzt mit einem Verpackungsexperten, haben gesagt, so hätten wir gern, wir suchen eine Lösung für dieses Thema. Und daraus ist das entstanden. Eigentlich ist Nice Shops ja ein Unternehmen, das aus vielen Sortimenten besteht. Sortimentsshops, ich glaube 40 oder 45 Sortimentsshops habt ihr hier unter einem Dach. Wohin geht die Reise in der Zukunft? Das Wachstum auf dieser Basis weiterzutreiben. Einerseits Internationalisierung, wir haben auch in Europa noch wenige blinde Flecken, aber Rumänien ist zum Beispiel einer davon, Portugal, wo wir einerseits die Internationalisierung vorantreiben und natürlich auch die Sortimente. Also weitere Nischenplayer, große Player in bestimmten Sortimenten zu schaffen. Was sehen wir eigentlich hier? Hier riecht es nach Chlor. Das ist die Schwimmbadecke. Das ist die Schwimmbadecke, ja. Eines der durchaus wichtigen Sortimente bei uns. Es ist spannend, wenn du das jetzt
passt jetzt nicht zum Thema, aber ist irrsinnig spannend. Wenn du diese Halle anschaust, die hat 5000 Quadratmeter. Die dreht sich in der Hochsaison 3-mal am Tag. 3-mal am Tag, das ganze Sortiment. Ja, das ist schon, da geht was ab dann. Ja? Das ist übrigens eine bessere Drehung als das Walmart-Klopapier. Okay, Zeit für ein Fazit. Auf unserer Mission Europe in Österreich haben wir so einiges mitgenommen, nämlich vor allem, dass zum Gelingen Europas eine gesellschaftliche Transformation stattfinden muss. Eingeleitet ist diese schon längst. Ein Umdenken findet statt, in der Zuversicht auf ein lebenswertes Europa, insbesondere für nachfolgende Generationen. Dafür braucht es vor allem weitere Organisationen, die den Status quo, vor allem aber sich selbst, immer wieder hinterfragen. Und davon gibt es da draußen ganz sicher noch einige mehr.